Unser Wanderkollege Dirk ist heute auf dem Megamarsch, 100 Kilometer in Hamburg. Den schnappen wir uns zwischen Versorgungsposten 3 und 4. Er hat keine Ahnung davon. Er weiß das nicht. Das wird irgendwann gegen 23:45 Uhr sein. Da fahren wir dahin, bringen ihm eine kalte Cola, ein paar Salzstangen und nimm seine Frau Ina mit. Was mir am besten an dem Plan gefällt, ist, dass wir ihn uns auf dem Friedhof Ohlsdorf schnappen. So, der Megamarsch Hamburg 2026, der ging hier los, Finkenwerder. Da hatte Dirk aber seinen Tracker noch nicht an, beziehungsweise der hat ihn später neu gestartet. Und dann ging's hier über Frankhof, Moorburg. Dann haben wir Eisendorf, da hat er seinen Tracker wieder angeschaltet. Über Neuland, Ochsenwerder, Wilhelmsburg, Rotenburgs Ort hier oben und dann hier Billwerder. Und hier war der VP3 im Bild steht. Und er ist jetzt unterwegs nach Basbüttel, läuft dann durch Jenfeld, Tondorf, Wandsbek hier oben, Steilshoop. Und hier dieser grüne große Fleck, das ist der riesige Friedhof Hamburg-Ohlsdorf. Und hier, weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber hier schnappen wir ihn uns. Wir parken davor, weil Kfz kommen da jetzt nicht rein, aber wir können ihn dann entgegenlaufen und dann werden wir ihn treffen. Und dann läuft er weiter durch Eimsbüttel, Stellingen, Eidelstedt, runter nach Teufelsbrück. Genau, da ist Blankenese. Und da ist das Ziel. Und da freut er sich natürlich, weil zwischen VP3 und 4 sind, glaube ich, 25 knapp Kilometer. 25, ja. In der tiefsten Nacht, es ist kalt und da freut er sich, wenn er eine eiskalte Cola kriegt. So ist es. Dann hat er noch 10 Kilometer bis zum nächsten VP. Das ist, glaube ich, auch eine ganz gute Distanz. Und dann hat er noch wie viel bis ins Ziel? 15 ungefähr. Nochmal 15. Losgelaufen ist er um 12. Mal sehen, was das wird. Ja, wir sind gespannt. Uhrzeit? Uhrzeit 22:23 Uhr. Auf geht's. Ja, ist kalt, ne? Der Dirk läuft mit kurzen Hosen. Da ist die Ina. Da kommt sie. Hallo. Immer für bekloppte Aktionen zu haben. Natürlich. Hi. Hi. Ich freue mich. So, los geht's. Auf geht's. Guck mal, Ina leuchtet. Ja. Ina leuchtet. Na Leute. Wir sind jetzt, wo sind wir denn überhaupt? S-Bahnhof Ohlsdorf. S-Bahnhof Ohlsdorf. Und wie weit ist jetzt Dirk noch weg? 3 Kilometer ungefähr. 3. Und wir gehen jetzt auf den Friedhof Ohlsdorf. Fiete ist auch mit. Fiete, komm mal her. Fiete. Nordmarsch Fiete. Ja, du bist ja auch ganz im Nordmarsch. Komm mal her. Mal gucken. Nordmarsch. 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 Ja, Nordmarsch auf dem Megamarsch. So, wir sind jetzt auf dem Friedhof Ohlsdorf. Das ist der größte Parkfriedhof der Welt mit 286 Hektar, 202.000 Gräbern und seit der Eröffnung 1877 wurden hier 1,4 Millionen Menschen bestattet. Das ist unglaublich. Ja, und viele Prominente auch. Uwe Seeler, Jan Vetter, Inge Meisel. Ich glaube Inge Meisel auch, ja. Ach, so viele. Und dieser Friedhof ist eigentlich auch nochmal ein eigenes Video wert, weil der ist so groß, da kann man den ganzen Tag rumlaufen. Ne? Ja. Mausoleen, Kapellen, riesen Grabmale und was alles. Aber was ich schon sehr cool finde, ist hier so kurz vor Mitternacht, kurz vor der Geisterstunde auf dem Friedhof rumzulaufen. Mit Ina. Mit Ina. Da ist Ina. Ina. Ina mag auch gerne Friedhöfe mitten in der Nacht, ne? Wir glauben ja nicht an Geister. Hier haben wir den Krötenzaun wegen der Krötenwanderung. Und dahinter haben sie doch immer Eimer, ne? Eigentlich ja. Da ist ein Loch. Ah ja. Ist da was drin? Wetter. Da vorne kommen Lichter. Das sind nicht die, oder? Das ist nicht unser Dirk. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Aber nicht unser Dirk. Nee. Wie weit ist er noch? Ja, er ist immer noch falsch. Er läuft immer noch in die falsche Richtung.
Aber wir können ihm ja auch nicht sagen, dass er in die falsche Richtung läuft. Aber die joggen doch da. Ja. Oder was ist das? Was ist für dich besser? Ja, das sieht doch so aus wie Dirk. Das ist Dirk. Wenn einer quatscht, du. Nee. Oh, Nein. Emma. Nein. Ja. Oh, Hi. oh, Cola. Geh langsam weiter. Oh, Danke dir. Gerne. Das ist aber lieb. Nadine, Cola? Mehr haben wir nicht. Achso, Haben wir nicht hier. Ja, wir teilen wir teilen ist das. Weiter. Einlinge. Nein. Alles Willst gut. du Riegel? Nein, brauche ich auch nicht. Danke. Willst du Tuck? Energy Okay. Ball habe ich auch. Hi. Hallo. Hi. Hello. Warum geht das denn hier? Trink du erstmal. Ich hab ja schon. Na, ihr zieht aber ganz schön schnell durch. Ja. Weil die ganze Zeit am Ausrechnen, was ihr die für mal eine mit. Durchschnittsgeschwindigkeit habt, Okay. damit wir rechtzeitig hier sind. Ist gar nicht 6, 7 oder so. Ja, wir müssen jetzt aber den 6er-Schnitt beibehalten, damit wir genau 4 Ja, weiter. anpassen. Wir haben uns das Ziel gesetzt, ich hab schon, danke. Ja. Wir wollen vor 4 Uhr im Ziel sein. Geil. Und dann haben wir so gerechnet, Sieht gut wenn wir aus. so weitermachen, Sieht richtig gut sind wir so Viertel vor der. Ja. Geil. Jetzt brauchen wir wahrscheinlich gar nicht mehr den VP groß anlaufen, ne? 10 Kilometer noch bis zum nächsten okay. wir- Also, nee, ich habe sogar noch einen Riegel in der Tasche. Energy Ball. Möchte jemand? Ich bin eigentlich auch noch, das ist total lieb, aber ich bin noch gut Ganz lieb, also die Cola tut richtig Der gut. Cola ist das Geilste. Wir können weitergehen, Wir haben Dirk. sie extra vorher noch kalt Wir gestellt. brauchen gar nicht stehen bleiben. So. Das ist ja lieb. Ja, ja. Ah, Und wie läuft? ja, entspannt noch. Ja? Ja, wir müssen halt über den 6er-Schnitt bleiben und dann sind wir. War der VP 3 schon offen? Bitte? Ja, ja, war schon offen. War offen? Da stand erst ab 22 Uhr, da dachte ich, okay, geil, eine Stunde vor Eröffnung. Die waren alle gerade so am Aufbau immer. Geil. Danach links abbiegen. Ja. Na Mensch, Ja. Sind uns auch nur 2 bis jetzt entgegengekommen. Ja, jetzt sind auch nur 6 Leute vor uns. Rechts abbiegen. Müssen 3 Danach Jogger links vor uns sein, abbiegen. wir haben 2 Jogger gesehen Gleich nach der Allee. und die zusammen waren, ne? genau, die waren zusammen. Der eine mit nacktem Oberkörper. Nee, echt? Ja, Ja. der eine mit nacktem Oberkörper und der andere mit Rucksack. Oh, ganz herzlichen Dank. Ja, gerne. Cola ist so ein Gamechanger immer. Eben, dachten wir uns. Wie oft macht ihr das jetzt noch bis zum Ziel? Ja, alle 5 Kilometer, Ja, ne? super, das passt. Und ihr habt hier jetzt irgendwo geparkt. Wir Ja, haben- gegenüber vom Eingang, Ja. in der Seitenstraße, also direkt bei der S-Bahn, beim Park and Ride. Okay. Also begleitet ihr uns jetzt noch ein Stück. Ja, wir müssen ja wieder raus. Es sei denn, wir liegen uns auf dem Friedhof. Wir können euer Tempo nicht lange mithalten, Alles gut. wenn ihr anzieht wieder. Nein, wir ziehen nicht mehr an. Nee, Ja, 6er-Schnitt müssen wir hinkriegen wieder, ne? Ja, den haben wir doch. den habt ihr doch jetzt. Haben wir den? Bestimmt. Ich weiß nicht, meine Uhr ist noch nicht umgesprungen. Der geht den Hammer. Ja, 24,5 oder was haben wir jetzt noch auf der Uhr. Ja, Sprich, 4 Stunden haben wir auch noch Zeit. Ja, mit Kamera hier. den schaffen Natürlich. wir. Ja, natürlich mit Kamera. Wird alles dokumentiert. Hey, Wir machen das doch nicht zum Spaß hier. Mensch, Ja. Ja, nee, wir peilen immer noch 4 Uhr an. nur ein Video. Also in 16 Stunden. Ja? Die ersten 50 Kilometer hatten wir nach 7,5 Stunden ungefähr weg. Ja, läuft ganz gut. Ja, wir sind doch schon seit 5 Stunden ungefähr am Rechnen. Wollen wir dann ungefähr hier aufschlagen? Oh je. Passt das noch, das Timing? Die Mit Hände, Ina waren, abgestimmt? die Hände waren so dick, da war das Schreiben war so schwer dann. Das glaube ich. Angeschwollen, ja. Oh, das Du hat musst gut. aber Hände in die Luft machen, dann wird es besser. Ganz, ganz lieben Dank. Ja, gerne. Wir kämpfen uns jetzt ein bisschen durch. Ja, klar. Ruhig ab, wenn ihr wollt. Gib mal ein bisschen Gas, ihr So Luschen. langsam. 76 Kilometer erst. Kilometern ist nichts mehr mit abziehen. Werden wir auch noch mal ein bisschen gezogen hier. Fiete ist rechts. Wir analysieren gerade, was er alles in seiner Tasche hat. Oder Ina analysiert. Ach so, Fiete hängt rechts. Fiete muss mach ja mal mit. Licht an und leuchte mal drauf auf die Tasche. So, Reflektorstreifen hat er. 2 Flaschen Wasser. Fide? Fiete hängt rechts. Ja, sehr schick. Ein Hunterbämsel. Ja. Ein Revolver, Handschellen. Was hast du heute noch vor, Dirk? Koks. Was hat er? Dirks Licht angemacht, Jo. dass er auch von hinten zu sehen ist. Ja. Ja, machen wir.
Ciao. Gerne, viel Spaß noch. Lauf! Geh durch! Da werden wir ihn morgen noch mal zu interviewen. Also es Bei den Seerunden morgen. ja, es folgt dann noch eine halbe Stunde Dirk-Monolog. Wenn das mal reicht. Ja. Ah, Aber gefreut haben sie sich. ja. Ich glaube, das ist aber wirklich ein Segen. Ja, es tut ja auch so unglaublich gut, ne? Ja. Energieboost. Aber sie gehen alle schon eierig. Ja, Alle 3. ja. Na gut, du willst auch 76 Kilometer oder 77 haben sie jetzt auf der Uhr. Da ist das schon nicht ohne. 12 Stunden sind sie jetzt knapp unterwegs. Die Füße tun weh, ne? Wir sind jetzt um Punkt Mitternacht auf dem Friedhof. Oh Gott, Oh ja. nix wie weg. Warum? Da kommt die Spuk. Die tun doch nichts, die wollen nur spielen. Ja, haben sie uns abgehängt, ne? Ja, so ist das immer mit Dirk, ne? Ja, Er erscheint und weg ist er. weg ist er. Aber gefreut hat er sich trotzdem. Na klar. Oh, der Zuckerschub, der war bestimmt geil. Ja. Das hat er ja schon seit ein paar Tagen gesagt. Oh, so eine Cola dann auf der Strecke, das ist immer gut. Und weißt du, was wir auf der Uhr haben? Was? 2,20. Ach nee. Doch. Was? Mal eben noch mal 2 Kilometer. Das ist auch gut. Die sind schon voll in ihrer Welt jetzt. Ja, da ist er wieder. Jawohl. Er ist zurück. Er ist von den Toten auferstanden. Nein, so schlimm war es nicht, ne? Nein. Wie lange hast du geschlafen? 3-4 Stunden jetzt. Alter. Ungefähr. Nach 100 Kilometern. Ja. In knapp 16 Stunden, ne? Ja, 15 Stunden 55. Reine Gehzeit waren 15 Stunden 8. Das war schon ein Brett. Geil. Aber es war ja auch ein langer Plan, den wir uns vorgenommen hatten. Wir hatten ja uns kurz geschlossen. Eigentlich wollten wir mit dem Josef Hein aus Österreich noch zusammenlaufen Ja. und die Nadine Lebold, die mir einfach gesagt hatte, was ist denn deine Wunschzeit mal? Und dann habe ich gesagt, naja, 16 Stunden würde ich gerne schon mal schaffen auf dem Marsch. Da ich die letzten beiden Jahre hatte ich immer Mädel begleitet, die noch nie einen 100er gemacht hatte, dann war ein bisschen langsamer unterwegs. Letztes Und Jahr war es dies Jahr- Nicole, ne? Genau, und Ja. dieses Jahr habe ich mir einfach gesagt, dieses Jahr mal Full Power. Mal gucken einfach, was geht. Das ist ein Kraftakt, 85 Kilometer Asphalt auf den 100 Kilometern. Und ja, die Nadine, die läuft einfach so schnell. Da habe ich dann einfach versucht, oder haben wir immer versucht, die hatten den Jörn Bachmann noch mit dabei, den kenne ich auch schon aus Oldenburg und Co. Das war irgendwie ein bisschen mit dranbleiben, aber die hat uns echt durchgepusht. Das war Wahnsinn. Also die ist auch bei Kilometer 90 nochmal mit 7,5er Schnitt gegangen, ohne Probleme. Ja, aber ihr glaubt gar nicht, wie wir taktiert haben. Ne? Wir haben ja die ersten 50 Kilometer, da habe ich ja schon gedacht, auf welcher falschen Welt lebe ich denn hier gerade? Warum? Naja, weil normalerweise mache ich einen 50er, nur den 50er, dass ich den so zwischen 7 Stunden 20, 7 Stunden 30 mache. Gestern haben wir den auch, die für ersten 50 Kilometer schon in 7 Stunden 30 gemacht. Und da habe ich schon gedacht nach dem Motto, okay, ich habe keinen blassen Schimmer, ob das bis zum Ende das Tempo halten kann, weil das ist so anstrengend dann gewesen. Dann wollte der Magen irgendwann nicht mehr, dann habe ich dann doch auf gut Zureden dann nochmal eine Banane gegessen, solche Geschichten, dass so ein bisschen was in den Magen reinkam, weil ich überlegt habe, ich habe jetzt am Ende knapp 11.000 Kalorien verbraucht gehabt auf dem Marsch. Alter. Mit Aktivitätskalorien irgendwie 13.000, das ist immens bei mir, was ich da verbrenne. Und ich glaube, ich habe vorher nur 2 Waffeln gegessen und 2 Stück Kuchen irgendwie. Ja, das ist aber auch Und kein Wunder, dass der Magen dann rebelliert. Ich kann auch irgendwann. Märschen einfach gar nicht so viel essen. Ich esse lieber am Abend Wenn dann davor fast ein uns- Kilo ja. Nudeln gefühlt, wenn ich Bock drauf habe. Aber das kriege ich auch inzwischen nicht mehr runter. Aber das war Hausnummer. Aber glücklicherweise hat das dann wieder funktioniert. Magen hat sich dann irgendwann wieder beruhigt nach 3, 4, 5 Kilometern. Dann kam zwar diese lange Deichpassage. Da sind wir ja dann in Entenwerder Park, läufst du so 4,5 Kilometer nur am Deich lang. Und da hatten wir so einen Wind von vorne. Oh nee. Das war und dann noch so Tempo anstrengend. halten. Dann ja. haben wir das Tempo noch gehalten und dann ging auch mein Puls hoch. Ne? Da wollte der Puls nicht runter von 150. Da habe ich gesagt, naja komm, ich mache immer mal so einen Tuck langsamer, dann gehe ich wieder schneller. Ich habe aber auch gesehen, so wie ich langsamer wurde, ging auch der Puls sofort wieder runter. Und dann habe ich gesagt, naja komm, die 4,5 Kilometer ziehen wir da jetzt durch und dann hinterher ist wieder Ruhe. Wird Ja, wieder ging dann besser. aber auch gut wieder runter auf 125 bis 130, das war alles gut. Aber es war ein Kraftakt. Ja, aber wirklich, also vom Feinsten.
Ich freue mich so, dass unser Timing so gut geklappt hat, weil wir haben das wirklich, war- wir haben taktiert und geplant, wir haben überlegt, wo macht es denn Ja. Sinn, euch abzufangen? Haben wir gesagt, okay, gegen Ende ist das bestimmt immer willkommen, dann noch so eine Pause. Am Anfang noch frisch, aber gegen Ende dann nicht. Also zwischen den letzten beiden VPs am besten. Ja, wir haben ja auf unseren Uhren immer die Ankunftszeit gesehen. Ja. Ne? Also am Anfang sind wir ja so schnell gelaufen, da sind wir ja mit einem 7,3er Schnitt gelaufen. Da haben wir immer gesehen, okay, wir kommen um 2:20 Uhr an. Das war utopisch. Ne? Also das wussten wir ja, dass wir diesen Schnitt nicht durchgehend gehen werden. Aber so haben wir am Anfang uns so ein bisschen die Luft geschaffen, dass wir nach hinten raus sagen konnten, okay, wir können taktieren. Jetzt müssen wir irgendwo so und so ins Tempo gehen. Und uns war klar, dass wir spätestens um 1:30 Uhr am letzten VP los müssen, damit wir mit dem 6er Schnitt halt genau Punkt 4 Uhr oder kurz vor 4 Uhr im Ziel sind. Und das hat so gut geklappt, dass wir genau um 1:27 Uhr da vom letzten VP los sind. Also es hat einfach von vorne bis hinten Bock gebracht. Und also ich werde das auch so schnell nicht wieder machen, so ein 100er auf Zeit gehen, weil das ist, also gerade Hamburg war durch den Asphalt echt Wie war der Zieleinlauf? Seid ihr gar nichts. begrüßt? Nein. War keine einzige Person vor Ort im Ziel da. Der Nein. Zielbogen war nicht aufgebaut. Aber das Das- war offiziell, sollte um 4 Uhr auch das Ziel öffnen. 4:35 Uhr sollte das Ziel wohl okay. öffnen. Und die Problematik war, eigentlich sollten die um 2 Uhr mit dem Aufbau anfangen. Aber das Problem war, das haben wir im Nachhinein von dem Dietmar Kemp erfahren, der macht ja immer den Moderator oftmals da und viel Organisieren mit und solche Geschichten, dass nur 2 von 8 Helfern da waren. Gut, so sind wir einfach die Strecke lang. Wir haben uns so virtuell unseren Zielbogen gemalt ungefähr. Ne? Haben gar kein Foto mehr auch gemacht irgendwo Wo denn auch? Also nicht wenn vorhandenen nichts Einlauf. da ist. Wir haben gefroren wie die Schweine. Wir waren nass durch 2 Stunden Du hattest Regen. keinen Schirm Doch, mit. Hattest du? Aber Okay. ich war zu faul, muss ich ganz ehrlich sagen, mir meinen Schirm hinten aus meiner Tasche rauszuholen. Weil Ich man komme da spart während des sich- Laufens ja gar nicht so ran. Ja. Und irgendwann kam eine lange Brücke. Darunter ist natürlich trocken. Wo ich dann zu Jörn sagte, kannst du mir nicht mal schnell meinen Schirm hinten rausgeben? Dann bin ich ja die letzten 2 Stunden noch mit dem Schirm gelaufen. Aber ein cooler Nebeneffekt war, weil ich hatte dicke Hände, alles drum und dran. Gut, die habe ich sowieso von Haus aus. Aber die Entspannung, du konntest ja gar nicht mehr so oft die Arme hochnehmen. Aber so wie ich den Schirm in der Hand Den- hatte, du musstest den ich sowieso den halten. so Ja, halten genau. musste, war meine Hand auf einmal komplett wieder beweglich. Das war ein cooler Nebeneffekt dabei. So, irgendwann kriegst du ja die Hände nur noch so zusammen und kannst sie gar nicht mehr zu einer Faust Rat mal, ballen. warum ich so wenig nachher geschrieben habe am Ende. Ja, Es glaub ging ich. einfach gar nicht mehr. Wenn ich versucht habe, eine Tastatur zu treffen, habe ich irgendwie 17 Tasten auf einen Schlag getroffen irgendwo. Nö, das war ein Erlebnis. Und jetzt War hast du Lokalmatador gekrikt, weil du dreimal Hamburg 100 dreimal Kilometer erfolgreich Hamburg gefinisht, kriegst du du den noch mal Lokalmatador. Ich glaube erstmal nicht. Aber das hat nichts mit der Strecke zu tun, nichts mit dem ganzen To-Do irgendwas zu tun. Ich mag lieber im nächsten Jahr kleinere Anbieter mitmachen, weil ich finde Megamarsch, Mammutmarsch ist inzwischen so überlaufen und einfach, ich sag mal, ich kenne natürlich viele nette Leute, die Volontäre, alles drum und Ist dran. ja auch nichts gegen die Leute an Genau, sich. aber das sind einfach so Massen, die da abgefertigt werden und mich nervt es einfach so ein bisschen an, dass sie einfach nur noch mehr auf Kommerz setzen, indem sie einfach sagen nach dem Motto, okay, jetzt machen wir nicht nur 60 und 40 Kilometer, nein, jetzt gehen wir runter auf 50, 25, am besten irgendwie noch 15 Damit wir noch Kilometer. mehr Leute kriegen nur und noch mehr damit da Kohle noch kassieren mehr können. Leute reingepusht werden. Ja. Die Verpflegung leidet immer weiter darunter. Aber ja, Hast du noch irgendwas zum Abschluss zu sagen? ich freue mich auf alle kommenden Märsche. Das ist Und hoffe, dass wir alle gesund und munter ins Ziel kommen. Und hoffe, dass ihr beiden natürlich dann auch mal wieder dabei seid. Das hoffen wir auch. Na, aber sicher doch. Danke, Dirk. Gerne. Wir drehen uns noch unsere Seerunden. Genau. Baby, you